Stell dir mal vor, Macht ist nicht nur etwas, das Politiker haben oder Milliardäre. Macht ist etwas, das in jedem Gespräch, in jeder Beziehung und sogar in jedem Kauf, den wir tätigen, eine Rolle spielt. Und das Spannende ist, die meisten von uns merken es nicht einmal. Heute sprechen wir über die Wahrheit über Macht und warum Geld, Psychologie und Einfluss viel enger miteinander verbunden sind, als du glaubst. Wenn wir Macht hören, denken viele an Kontrolle oder Dominanz. Aber Macht ist im Kern etwas viel Einfacheres. Macht ist die Fähigkeit, Dinge zu beeinflussen. Punkt. Das kann sein, jemanden zu motivieren, eine Entscheidung zu lenken oder einfach dafür zu sorgen, dass etwas passiert, was ohne dich nicht passiert wäre. Und das Interessante daran: Wir alle haben mehr Macht, als wir denken. Aber wir nutzen sie kaum, weil wir nicht wissen, wie sie funktioniert. Die Psychologie dahinter ist erstaunlich klar. Menschen folgen dem, was Sicherheit vermittelt. Wenn du Sicherheit ausstrahlst, Zuverlässigkeit, Klarheit, folgen dir Menschen. Du brauchst keine Millionen, keine Titel, nicht mal besondere Fähigkeiten. Ein paar Beispiele aus dem Alltag. Der Kollege, der immer Ruhe bewahrt, wird plötzlich zu einer Art Anker. Die Freundin, die klare Entscheidungen trifft, wird automatisch zu jemandem, an dem man sich orientiert. Und der Mensch, der zuhört, statt zu reden, hat oft mehr Einfluss als der am lautesten ist. Macht entsteht also nicht durch Lautstärke, sondern durch Wirkung. Jetzt wird's spannend. Geld verstärkt Macht, aber nicht so, wie die meisten denken. Geld gibt dir Optionen und Optionen geben dir Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist eine der stärksten Formen von Macht überhaupt. Beispiele: Wenn du finanziell stabil bist, musst du schlechte Entscheidungen nicht akzeptieren. Wenn du Rücklagen hast, kannst du Nein sagen. Und Nein ist ein Machtwort. Wenn du dein Leben nicht von einem Job abhängig machst, sondern der Job dich weiterbringen darf, verändert das alles. Viele Menschen glauben, Geld sei das Ziel. Aber in Wahrheit ist Geld oft nur der Beschleuniger für das, was du sowieso schon bist. Hier kommt die Wahrheit, über die kaum jemand spricht. Macht ist überall. Bei Familienfeiern, in Freundschaften, in WhatsApp-Chats, in Verhandlungen, sogar beim ersten Date. Wer initiiert das Gespräch? Wer entscheidet, wohin man geht? Wer sagt als erstes, lass uns das so machen? Wer sagt als einziger, ich sehe das anders? Diese kleinen Momente bestimmen, wer im Alltag Einfluss hat, nicht der Kontostand. Und noch etwas: Macht ist nicht böse. Sie zeigt nur, wer die Richtung vorgibt. Und wenn du sie nicht nutzt, wird es jemand anderes tun. Die Wahrheit ist, Macht beginnt nicht bei Politik, nicht bei Geld, nicht bei Unternehmen. Sie beginnt bei dir. Wie du über dich selbst denkst, wie du Entscheidungen triffst, wie du mit Menschen sprichst und wie du auftrittst. Macht entsteht aus innerer Klarheit, nicht aus äußeren Symbolen. Stell dir mal vor, du würdest morgen mit nur einer Sache beginnen: bewusster Einfluss zu nehmen. Ein bisschen klarer sprechen, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen mehr auf eigene Ziele achten, statt auf Erwartungen anderer. Du würdest überrascht sein, wie schnell sich dein Umfeld verändert. Denn Menschen folgen denen, die geführt werden können, und führen lässt sich am besten durch Haltung, nicht durch Status. Am Ende ist die Wahrheit über Macht ganz simpel. Macht haben nicht die, die am reichsten sind, sondern die, die am bewusstesten handeln. Geld kann dir Türen öffnen. Psychologie zeigt dir, wie Menschen funktionieren. Aber Einfluss entsteht, wenn du verstehst, wie du selbst funktionierst.
Wenn du die Kombination aus Klarheit, finanzieller Bildung und bewusster Kommunikation meisterst, wirst du mehr Macht im Alltag haben, als du jemals für möglich gehalten hast. Wenn du mehr solche Geschichten willst, folge mir